Hallo, mein Name ist Nicola von Börse und Co. einfach erklärt und ich freue mich riesig, euch zu einer neuen spannenden Folge von TradingView begrüßen zu dürfen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Andreas. Mein Name ist Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer TradingView-Reihe. Heute soll es um verschiedene Bedienhilfen gehen. Zuallererst haben wir hier oben links die Möglichkeit, unseren Cursor, den wir sehen, wenn wir ihn über den Chart ziehen, den können wir abändern. Und zwar in einen Punkt, in einen Pfeil, in einen Demonstrationsmodus. Den werde ich kurz vormachen. Um zu demonstrieren, muss man die Alt-Taste gedrückt halten und ebenfalls dann die linke Maustaste. Jetzt ist er aktiviert und wenn ich jetzt hingehe, jetzt kann ich einen Kreis ziehen. Und wenn ich beide Tasten loslasse, dann verschwindet diese Markierung wieder im Nichts. Also, wie der Name schon sagt, eben für Demonstrationszwecke, wenn ich ein Video mache oder jemand was zeigen möchte. Ganz unten haben wir dann noch den Radierer, wenn wir irgendwelche Trendlinien gezeichnet haben. Können wir einfach mal kurz vormachen. Ja, wir zeichnen hier mal kurz eine Linie rein. So, jetzt wählen wir hier oben den Radierer aus. Wir klicken einmal auf die Linie und sie ist weg. Genau nach dem gleichen Prinzip geht es natürlich, dass ich mehrere Linien lösche oder auch zum Beispiel Fibonaccis, die ich mir eingezeichnet habe. Wir haben hier weiter unten das Tool zum Messen. Muss ich hier oben erstmal umstellen aufs Fadenkreuz. So, jetzt nochmal von vorne. Messen anwählen. Wir wollen diesen Bereich hier, linke Maustaste. Jetzt ziehen wir mal ein Rechteck bis zu diesem Punkt. Klicken wieder mit der linken Maustaste. So, und jetzt haben wir die Informationen über diesen farblich hinterlegten Bereich. Wir sehen, ja, also von hier nach hier, von unten nach oben, haben wir einen Preisunterschied von 23,77 Dollar. Wir haben somit eine Steigerung von 16,08%. Das Ganze sind 37 Balken, ja, von hier unten bis hier an die rechte Kante. Da wir im Tagestimeframe sind, was wir hier oben sehen, heißt es also, das deckt 37 Tage ab. Und wir sehen zu guter Letzt noch das gehandelte Volumen. Wir haben hier des Weiteren eine Lupe, mit der wir einfach einen Bereich uns vergrößern können. Wir ziehen wieder ein Rechteck. So, jetzt sehen wir nur noch den herangezoomten Bereich. Das kann ich zum Beispiel brauchen, wenn ich mir zum Beispiel eine Widerstandslinie, eine Trendlinie oder dergleichen einzeichnen will. Ja, dann zoome ich mir das ein bisschen ran. So, und jetzt nehmen wir mal an, ich wollte hier vielleicht eine Zone einzeichnen, hier eine Linie, hier unten und hier oben. Wenn ich das jetzt mit dem Fadenkreuz mache, ja, dann muss ich das mit der Hand quasi einnivellieren. Das kann ab und zu ein bisschen so eine kleine Sisyphusarbeit sein. Damit es leichter geht, aktivieren wir hier unten den Magnet. Ja, gibt leichter und starker Magnet. Wir haben jetzt gerade mal stark, damit man es besser sieht. Wir wählen hier oben die horizontale Linie aus. So, und jetzt seht ihr schon, wenn ich jetzt mit meinem Cursor fahre, dockt er automatisch an den Hoch- und Tiefpunkten an allen Punkten, wo irgendwelche Schneidungen sind. So, wir wollen hier den obersten Punkt. Ja, und dann sehen wir, durch den Magnetmodus wird direkt am Ende von diesem Docht die Linie angedockt. Das gleiche kann ich dann natürlich auch für den unteren Bereich machen. Und somit habe ich jetzt meine relevante Zone, wo ich sage, okay, da erwarte ich zum Beispiel einen Breakout. Wir könnten diese Linien mit dem Radierer rauslöschen. Wir haben aber auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich hier unten können wir über den Mülleimer, ja, da sehen wir, 3 Zeichnungen sind enthalten. Und wenn ich diese anwähle, dann sind diese 3 gelöscht. Ja, der zeigt uns übrigens auch an, okay, hier ist noch ein Indikator, den habe ich jetzt natürlich drin gelassen. Was haben wir weiter? Wir haben, ach so, ja, was haben wir noch? Halt mal.
Falls ihr unseren Kanal mögt, ja, dann bitte haut in die Tasten, schreibt Kommentare, abonniert unseren Kanal und Daumen hoch, dass der Algo wirklich sieht, ja, dass ihr unseren Kanal gut findet. Es hilft uns beim Wachsen. Es freut uns natürlich, gibt uns einfach Motivation, wieder neue Themen und so weiter zu erörtern, neue Folgen aufzulegen und das machen wir wirklich gerne. Zurück ins Thema. Wir haben hier unten links weiterzeichnen. Wofür? Also, ich zeichne nochmal kurz eine Linie. Ja, die lege ich einfach jetzt hier rein. Ich mache jetzt mal den Magnetmodus wieder aus. Und wenn ich jetzt wieder eine Linie zeichnen will, jetzt seht ihr, ich klicke gerade mit der linken Maustaste, da passiert aber nichts. Ich müsste jetzt hier oben wieder anwählen. Wenn ich aber mehrere gleiche Dinge hintereinander tun will, dann kann ich eben auch dieses Weiterzeichnen aktivieren. Gehe jetzt auf die Linie und jetzt mit jedem linken Mausklick wird, wo ich will, eine Linie angebracht. Und zwar so lange, bis ich die Funktion deaktiviere, ja, was ich zum Beispiel meistens einfach mit der sogenannten Escape-Taste tue. Zweite Möglichkeit natürlich, ich deaktiviere hier unten das Weiterzeichnen. Ja, so, jetzt seht ihr, jetzt passiert nichts mehr. Und gut. Wie vorhin schon erwähnt, gehe ich hin, ich schnappe den Radierer, kann dann hier diese Linien auch wieder weglöschen oder eben mit dem Mülleimer, wie gerade eben auch gezeigt, geht es nochmal einen Ticken schneller. Gehen wir zurück aufs Fadenkreuz. Wir haben hier die Möglichkeit, die Zeichentools zu fixieren, alle Zeichentools verbergen. Das könnte zum Beispiel dienlich sein, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier verschiedene Linien, ich will die behalten, aber mittlerweile habe ich so viele Linien und Indikatoren und alles, ich verliere die Übersicht. Dann kann ich natürlich auch hingehen bei den Optionen ausblenden. Ja, da sehen wir Zeichnungen verbergen. Wenn ich da jetzt draufklicke, dann ist die Linie weg. Das kann ich ebenfalls mit den Indikatoren und den Orders oder den Positionen machen. Ein erneutes Anwählen von Zeichnungen verbergen stellt die Linie wieder her. Also nur fürs Verständnis, die Linie wurde nicht gelöscht, sie war im Hintergrund noch aktiv, sie wurde einfach nur verborgen, also sprich unsichtbar gemacht. Wir haben hier die Möglichkeit, die Zeichnungen über verschiedene Layouts und so weiter zu synchronisieren. Da werde ich in einem separaten Tutorial drauf kommen, nämlich im Bereich der unterschiedlichen Layouts. Den Papierkorb, den hatten wir schon. Und zu guter Letzt haben wir hier unten die Toolbar. Nicht zu guter Letzt. Zu guter Letzt kommt noch was ganz Wichtiges. Achtung. Aber die Toolbar. Ich wähle sie einmal an. Jetzt sehen wir, ja, jetzt haben wir hier eine kleine Toolbar. Da sind auch schon verschiedene Werkzeuge drin. Ich kann die hier an den kleinen Punkten schnappen, kann mir die hinziehen, wo ich will. Welche Tools sind hier drin? Ganz einfach. Die ich hier mit den Favoritensymbolen markiere. Ja, wir sehen jetzt also hier die Infolinie. Wir sehen, dass die hier existiert. Wenn ich sie als Favorit entferne, dann ist sie auch nicht mehr in der Toolbar. Dies geht mit sämtlichen Zeichnungstools oder Dingen wie jetzt Fibonacci etc. Ja, die kann ich mir hier auf die Toolbar ablegen. Ich blende sie wieder aus, indem ich sie erneut anklicke. So, und jetzt haben wir natürlich noch ein ganz wichtiges Feature, gerade als Bedienungshilfe, die sogenannte Schnellsuche, die wir auch mit dem Tastaturkürzel Steuerung und K aktivieren können. Ich klicke einmal drauf. So, wir haben hier, sehen wir schon, Tastaturkürzel können wir hier auswählen. Falls nicht, einfach hier oben ins Feld reinschreiben. Tastatur. Ja, ihr seht, es kommt sofort. Einmal anwählen. Und jetzt sehen wir die Bereiche, für was wir überall Tastaturkürzel nutzen können, die bereits vorbelegt sind. Ich öffne jetzt einfach nur mal die vom Chart. Ja, und dann sehen wir zum Beispiel, haben wir hier diese Lupe benutzt. Das kann ich auch mit der Steuerungstaste und der Pfeiltaste nach oben nehmen zum Vergrößern oder zum Verkleinern Steuerung und Pfeil runter. Die restlichen werde ich jetzt nicht alle durchgehen, wie ich immer sage. Nehmt euch Zeit, schaut euch durch, aber für die Menschen, die die Tastaturkürzel
lieben für eine schnellere Bedienung. Hier werdet ihr fündig und könnt dementsprechend alles durchgehen. Ebenfalls habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, hier nach sämtlichen Tools oder zu Funktionen zu suchen, indem dass ihr einfach das Schlagwort eingebt und ihr dann den Vorschlag bekommt. Ich hoffe, es war für euch was Nützliches dabei. In diesem Sinne, natürlich muss ganz am Schluss auch noch der Disclaimer kommen, dass alles, was wir zeigen, empfehlen, nahelegen, rein subjektive Erfahrungen sind. Es dreht sich hier nicht um irgendeine Anlageberatung oder dergleichen. Es sind rein unsere persönlichen Erfahrungen und Meinungen von allen Dingen, wo ihr Geld investieren wollt oder was. Wisst ihr, müsst ihr selbst nachschauen. Ihr tragt selbst die Verantwortung und haftet selbst dafür. Ich sage recht herzlich Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Hoffe euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin gute Zeit und gute Trades. Dankeschön.